Hallo, grüß euch, hier ist Inga. Ich bin ja nach wie vor fasziniert von dieser Alkoholtinte und beim letzten Mal habe ich die Alcohol Inks ja auf einer Leinwand ausprobiert und ich hatte auch viele YouTube-Videos gesehen und dort wurde gesagt, dass das auf Leinwand gar nicht so gut funktioniert und dass das durchtropft, und die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich habe die Leinwand nicht grundiert, ich habe sie so aus der Verpackung genommen und benutzt. Und mir hat das Ganze ganz gut gefallen. Es mag natürlich sein, dass sich das auf diesem besonderen Jupo-Papier ja auch anders verhält. Und ich habe natürlich gedacht, okay, wenn ihr alle sagt, Jupo-Papier ist das Richtige dafür, dann bin ich natürlich auch losgegangen und habe es mir auch mal besorgt. Und dann habe ich meine Alkoholtinte genommen und habe also verschiedene Farben benutzt. Ein dunkles Rot, dann ein Mitternachtsschwarz, ein Olivgrün und auch Gold. Und wie man sieht, ist es doch recht pastellig. Und dieses Pastellige kommt daher, weil ich mir gesagt habe, dass ich gerne mit Isopropanol weiterhin verdünnen möchte, um verschiedene Verblendungseffekte zu erzielen. Und ich glaube, das ist mir hier auch ganz gut gelungen. Mir kam es jetzt nicht so auf die Komposition an, die dieses Bild hat, oder ein besonders tolles Bild zu gestalten, sondern einfach mal zu gucken, wie verhält sich das Ganze auf diesem Jupo-Papier. Gefällt mir das? Wie halte ich den Föhn? Und auch diese einzelnen Flecken, die hier mit dem Gold gemacht worden sind, die habe ich einfach mal laufen lassen. Ich habe geguckt, die chemische Reaktion, wie läuft die ab? Wie verhält sich das Ganze? Und ich muss sagen, ich habe so ein paar Erkenntnisse für mich gewonnen, was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Und ja, ich bin dafür, wir gucken uns jetzt gemeinsam das Video an und ich hoffe, wir sehen uns gleich. Ich fange mit der weinroten Farbe an. Ich gebe das Ganze in ein Schnapsbindchen, ein paar Tropfen nur, und gebe dann auch ein bisschen nach Augenmaß von dem Isopropanol dazu. Und dann mische ich das Ganze und ich kippe das direkt auf das Jupo-Papier und beginne dann auch sofort mit einem kleinen Heißluftföhn die Farbe über das Jupo-Papier zu pusten. Zunächst lässt sich die Alkoholtinte sehr gut über das Jupo-Papier pusten, und dann passiert plötzlich Folgendes: Durch den wärmeren Luftstrom trocknet die Alkoholtinte urplötzlich ab. Es entstehen diese typischen Ränder und dann ist die Farbe sozusagen erstmal auf dem Papier drauf. Aber wir werden gleich sehen, wenn die zweite Farbe dazu kommt, dass die Ränder sozusagen wieder auflösbar sind, sobald der Alkohol dazu kommt. Dann ergeben sich zum Beispiel, ich benutze ja jetzt das Mitternachtsschwarz, Mischformen. Also wir werden gleich einen dunkleren Rotton, einen Mittelton zwischen dem Mitternachtsschwarz und dem Weinrot sehen. Hier entsteht jetzt der von mir eben angesprochene Effekt. Die neue Tinte löst die bereits getrocknete Tinte wieder ein Stückchen an. Und die Farbe wird somit über den Luftstrom mit in die neue Farbe gezogen. Und auch gleich bei dem Olivgrün kann man das im Bereich des Rots dann sehen, dass das Rot ein bisschen ausgespült wird und mit in das Olivgrün gezogen wird. Und das bekommt dadurch eine sehr interessante Farbschichtung. Jetzt habe ich noch mehr Isopropanol in das Mitternachtsschwarz gegeben und es wird gleich sehr hell und transluzent auftrocknen. Ich mag das aber an und für sich sehr. Und wenn ich jetzt die Farben so sehe, ich habe ja, während ich das mache, einen anderen Winkel auf das Papier, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man mal ein monochromes Alkoholtintenbild entwirft, wo nur mit einer Farbe und verschiedenen Zugaben vom Isopropanol gearbeitet wird. Dass man also stellenweise sehr dunkle Bereiche und stellenweise eben sehr helle Bereiche erzielt. Bevor ich gleich Gold benutze, gebe ich nochmal ein bisschen Weinrot
in die Mitte, um dort nochmal ein bisschen mehr von diesen Rändern zu erzielen. Ich habe gesehen, dass andere Leute auch Pipetten benutzen. Damit könnte man natürlich feiner dosieren, aber ich entwickle oft meinen eigenen Stil. Ich finde es gar nicht so schlecht, einfach bei diesem Bild zu experimentieren. Was ich auch gleich mit dem Gold tue. Ich benutze ein Holzstäbchen, dippe das sozusagen in das Schnapspinnchen und setze einfach Punkte auf verschiedene Linien oder auf verschiedene Bereiche in meinem Alkoholbild. Man kann gleich sehen, dass sozusagen die Farbe durch den Alkohol verdrängt wird, an die Seite geschoben wird und kreisförmige Elemente entstehen. An den Rändern dieser kreisförmigen Elemente sammeln sich gleich die Goldpigmente. Ich gebe am Schluss nochmal ganz leicht ein paar Tropfen Goldalkohol dazu. Man kann gleich in der Übersicht sehen, dass also auch in der Mitte sich ein paar Pigmente angesammelt haben. Der Effekt ist einfach sehr schön und ich denke, man kann ihn auch gezielt einsetzen, um Kompositionen zu schaffen. Das Ganze hat auch eine meditative Komponente, wenn man sich darauf einlässt und einfach nur guckt, wie sich jetzt diese goldenen Pigmente langsam in der Kreisfläche ausbreiten. Zum Abschluss noch ein paar Details aus dem Bild, denn es ist ja so, dass die Alkohol-Inks teilweise erst zu leuchten beginnen, wenn man die Perspektive und den Blickwinkel verändert. Und wenn man so wie ich teilweise von oben filmt, dann wirkt das Ganze pastelliger, als es letzten Endes ist. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Mach's gut!